Hallo, ich bin Mike. Ich habe ein Problem. Ich bin Gitarrist, ich habe Verstärker und ich möchte die auch gerne zu Hause spielen. Um dieses gute Stück geht es. Das ist ein Marshall Plexi-Klon, ein 50 Watt Plexi, Modell 1987. Ich möchte gerne den auch mal ausgefahren hören. Das heißt, dass er in die Endstufensättigung geht, dass auch die Endstufe dann anfängt zu verzerren. Das kann ich leider hier nicht machen, weil ich hier in einer sehr kleinen Wohnung wohne mit vielen Nachbarn. Dazu kommt dann auch noch diese Person dazu, Nicht wieder so laut. die immer mit mir als Gitarristen meckert, wenn ich irgendetwas laut mache. Ja, also muss ich dafür eine Lösung finden. Und da kommt dann dieses Tool ins Spiel, die Bluebox von der Firma Blue Guitar. Die Hersteller der Bluebox versprechen oder sagen, dass man die zwischen einem Computer für Aufnahmen schalten kann und damit auch einen Röhrenverstärker anschließen kann, ohne dass ich eine Lautsprecherbox brauche. Das heißt, ich kann hier dann in der Wohnung den Verstärker aufreißen, ohne dass sich irgendjemand gestört fühlt, und das möchte ich gerne einmal ausprobieren. Als erstes werfe ich mal einen Blick in diese wunderschöne Anleitung von der Bluebox. Das habe ich natürlich vor dem Video schon gemacht und komme dann hier auf ein kleines Schaubild, was zeigt, wie man die Bluebox zwischen den Verstärker und zwischen den Computer anschließt. Über den Speaker Out geht man in die Bluebox rein. Auf dieser Seite gibt es einen Output für Computer bzw. Mischpult etc. Und hier auf dieser Seite sieht man noch, dass hier ein Lautsprecher angeschlossen werden kann bzw. eine Loadbox. Und natürlich hatte ich schon mal vorher weitergeblättert und hier steht ganz dick in Rot, dass die Bluebox keine Loadbox ist und Röhrenverstärker nie ohne Last betrieben werden dürfen. So, das heißt jetzt für mich, das ist ein Röhrenverstärker. Er braucht zum Schluss irgendeine Last, eine Loadbox. Speaker aufstellen kann ich hier nicht, sonst wird es ja wieder zu laut. Also habe ich mir eine Loadbox gebaut. Für die Leute, die wissen wollen, wie ich es gemacht habe. Ich hatte hier ein 50 Ohm 100 Watt Poti rumliegen. Habe den auf 16 Ohm eingestellt, weil ich auch meinen Verstärker hier auf 16 Ohm eingestellt habe. Und werde die dann ja, als Loadbox benutzen. Das ist der Ausgang der Loadbox. Diese schließe ich jetzt hier an den Ausgang an. Nun muss ich noch den Verstärker mit der Loadbox verbinden. Dafür nehme ich ein Speakerkabel, schließe hier das Kabel am Speaker-Ausgang an und hier, wie in dem Schaubild, in den Eingang. Zwischenzeitlich habe ich auch den Computer aufgebaut. Nun muss ich die Bluebox irgendwie an den Computer anschließen. Dafür habe ich hier mein Logic, womit ich immer aufnehme, und ein kleines Audio-Interface. Und das muss ich jetzt miteinander verbinden. Dafür gehe ich jetzt in meinen Eingang Channel 2, den ich eigentlich immer benutze, wenn ich Aufnahmen mache, und schließe dann mit einem XLR-Ausgang das Kabel an die Bluebox an. Ja, und damit ist das verbunden. Der Plexi ist vorgeglüht. Die Lautsprecherboxen sind an das Audio-Interface angeschlossen. Ich habe die Bluebox komplett jetzt so auf Mittelstellung gestellt. Wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, sollte nach der Bedienungsanleitung hier jetzt der Plexi-Sound rauskommen und vor allen Dingen der Plexi mir nicht abrauchen. Dann wollen wir mal gucken, was passiert, und schalte Standby aus.
Natürlich muss ich jetzt noch ein bisschen spielen, damit man einfach mal hört, was passiert. Und das ist mein Plexi. Funktioniert. Ich höre nicht nur die Vögel im Hintergrund piepen, denen das scheinbar gefällt, sondern ich habe hier mein Plexi. Er raucht nicht ab. Ich kriege hier Sound. Und die Einstellungen sind jetzt so schon so auf Mittelstellung. Das heißt, er wäre jetzt schon ziemlich laut. Und alles gut. Ich werde mal hier diese Loadbox anfassen. Oh, und das wird sehr heiß. Also kann ich auch verstehen, warum der irgendwie eine Last braucht. Aber es geht. Das hört sich echt tatsächlich an wie so eine alte, ausgeleierte Marshall-Box. Also ich glaube, ich werde mal hier ein bisschen Gas geben und mich von den Vögeln begleiten lassen und den vielleicht hier auch noch ein bisschen in der Höhe hier verstellen. Also das heißt, diese Mix-Position ein bisschen verändern. Ja, ich gebe es mal wieder rein. Ja, super. Das funktioniert schon mal soweit. Jetzt muss es eigentlich nur noch hier auch aufnehmen. Mal gucken, was passiert. 3, 4. Ich werde jetzt mal mir das anhören. Tja, das ist super. Was ich hier natürlich auch richtig reinkriege, das ist hier Pickup-Geschichte mit den Single Coils. Das habe ich auch gerade eben ganz wunderbar aufgenommen und das funktioniert. Ich bin happy, ich bin begeistert. Das heißt, ich kann jetzt so in Zukunft meine ganzen Röhrenverstärker, die ich da drüben habe, jetzt auch in Lautstärke spielen, die Freundinnen und Nachbarn nicht stört. Und das freut mich natürlich gerade ungemein. Ich bin begeistert und ich bin richtig happy. Das heißt, jetzt kann ich hier richtig loslegen. So, ich bin happy. Ich kann jetzt endlich mit meinen Röhrenverstärkern hier spielen. Ich werde keinen auf den Keks gehen. Nachbarn und Freundinnen sollten glücklich sein. Also, dann fangen wir jetzt mal an. Können wir jetzt endlich einkaufen fahren?